Die Revolution der Elektrofahrzeuge nimmt Fahrt auf. Und BYD ist dabei ganz vorne mit dabei, im wahrsten Sinne des Wortes. Der chinesische Autogigant hat gerade eine bahnbrechende Ankündigung gemacht. Er bringt Festkörperbatterien auf den Markt. Eine bahnbrechende Innovation, die die Elektrofahrzeugindustrie neu definieren könnte. Stellen Sie sich vor, Sie schließen Ihr Auto an und können es in nur 10 Minuten voll aufladen. Klingt wie Science Fiction, oder? Nicht mehr. Diese hochmodernen Batterien versprechen ultraschnelles Aufladen, größere Reichweiten und einen Sprung nach vorn im umweltfreundlichen Verkehr. Mit diesem mutigen Schritt will BYD nicht nur konkurrieren, sondern die Regeln neu schreiben. Aber warum jetzt? Und was bedeutet das für die Zukunft der Elektroautos und für die Autofahrer überall? Vorteile aller Solid-State-Batterien. Bevor wir darauf eingehen, warum BYD auf diese Batterien der nächsten Generation setzt, sollten wir erst einmal klären, was Solid-State-Batterien eigentlich sind. Derzeit bestehen die meisten Batterien, egal ob in Ihrem Telefon, Laptop oder Elektroauto, aus Lithium-Ionen. In ihrem Inneren sind sie auf einen flüssigen Elektrolyten angewiesen. Eine Art Energieautobahn, um Energie zu transportieren. Aber das Problem ist, dass diese Flüssigkeit eine tickende Zeitbombe sein kann. Wenn eine Batterie überhitzt, kann sie Feuer fangen oder sogar explodieren. Nicht gerade ideal, oder? Hier kommen die Festkörperbatterien ins Spiel. Anstelle von Flüssigkeit verwenden sie ein festes Material, um Energie zu leiten, kein Auslaufen, keine Brandgefahr, nur Pure Energy. Und die Vorteile beschränken sich nicht nur auf die Sicherheit. Diese Batterien sind effizienter, langlebiger und könnten die Leistung von Elektrofahrzeugen auf ein neues Niveau heben. Aber es gibt einen Haken. Ihre Herstellung ist nicht einfach. Sie erfordert eine ultrapräzise Fertigung in Hightech-Reinräumen, was die Produktion schwieriger macht als bei herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien. BYD sieht jedoch eine Zukunft, in der dieser Durchbruch jede Anstrengung wert ist. Herkömmliche Batterien stoßen an ihre Grenzen, und die Festkörpertechnologie könnte der Schlüssel zu einem schnelleren Aufladen, einer größeren Reichweite und einer sichereren, leistungsfähigeren Zukunft für Elektrofahrzeuge sein. Und das ist erst der Anfang. Diese Festkörperbatterien sind so etwas wie Superhelden der Effizienz. Sie können mehr Energie in denselben Raum packen. Das nennt man höhere Energiedichte. Was bedeutet das für Sie? Autos, die mit einer einzigen Ladung viel weiter fahren können. Wir sprechen hier von Hunderten von Kilometern. Perfekt für Fahrten auf der Straße, ohne den Stress, dass der Saft ausgeht. Die Ladezeit ist der Punkt, an dem alle Festkörperbatterien wirklich die Show stehlen. Bei alten Batterien kann es Stunden dauern, bis sie aufgeladen sind. Aber diese neuen Festkörperbatterien lassen sich in etwa 10 Minuten aufladen. Fast so schnell wie ein Benzintank. Das bedeutet weniger Wartezeit an Ladestationen und mehr Zeit für die Fahrt auf der Straße. Für Autofahrer, die täglich unterwegs sind Elektrofahrzeuge EVs dadurch viel bequemer. Aber halt! Es gibt noch mehr. Neben Sicherheit und Effizienz eröffnen diese Batterien auch coole Möglichkeiten für andere Gadgets. Stellen Sie sich Drohnen vor, die leichter sind und weiterfliegen können. Oder Smartphones, die länger halten und blitzschnell aufgeladen werden. Ja, die Festkörpertechnologie könnte auch für Ihren Handyakku das nächste große Ding sein. Sogar erneuerbare Energien wie Solar- und Windenergie erhalten einen Schub. Diese Batterien können mehr Energie speichern und sie bei Bedarf wieder abgeben, wodurch grüne Energie zuverlässiger wird. BYDs Umstellung auf Festkörperbatterien zeigt, dass es dem Unternehmen darum geht, Innovationen voranzutreiben und eine grünere Zukunft zu gestalten. BYD will be Elektroautos führend sein, die Konkurrenz ausstechen und Elektroautos sicherer, schneller und praktischer machen. Hier ist das große Bild. Diese Batterien könnten mehr Menschen davon überzeugen, ihre benzinschluckenden Autos durch Elektroautos zu ersetzen. Das ist ein Gewinn für die Reduzierung der Kohlenstoffemissionen und den Kampf gegen den Klimawandel. Aber Moment mal, so erstaunlich sie auch sind. Die Festkörperbatterien müssen noch einige Hürden überwinden. Bleiben Sie dran, um herauszufinden, was Ihnen im Weg steht. Nun zu diesen Herausforderungen. Herausforderungen bei der Einführung von Festkörperbatterien. Alle Festkörperbatterien sind eine völlig neue Art der Energiespeicherung, aber sie sind noch nicht perfekt. Jede coole neue Technologie hat ihre Tücken und diese Batterien sind da keine Ausnahme. Ein großes Hindernis sind die Kosten. Die Herstellung dieser Batterien ist viel teurer als die herkömmlicher Batterien, die wir gewohnt sind.
Im Vergleich zu herkömmlichen Lithium-Ionen-Batterien sind alle Festkörperbatterien schwieriger und teurer in der Herstellung. Das Material, das sie benötigen, WeZ, fester Electrolyte, kostet viel und ist nicht leicht zu finden. Aber jetzt kommt der coole Teil. Der feste Elektrolyt macht sie viel sicherer und könnte ihre Leistung erheblich steigern. Das sind aber noch nicht alle Herausforderungen. Die Herstellung dieser Batterien in großem Maßstab erfordert ausgeklügelte Geräte und spezielle Verfahren, die den Preis noch weiter in die Höhe treiben. Diese hohen Kosten machen es den Unternehmen schwer, sie zu Preisen zu verkaufen, die sich die Menschen leisten können. Wissenschaftler und Experten bemühen sich, billigere Materialien und intelligentere Wege zu deren Herstellung zu finden. Die Kosten zu senken ist ihre wichtigste Aufgabe. Eine weitere große Hürde ist die Maßstabsvergrößerung. Zurzeit werden die meisten Festkörperbatterien in Labors oder kleinen Anlagen hergestellt. Die Herstellung einer Handvoll ist kein Problem. Aber die Herstellung von Millionen für die Welt? Das ist eine ganz andere Sache. Es geht nicht nur darum, riesige Fabriken zu bauen. Es geht darum, den Prozess zu perfektionieren, damit jede Batterie erstklassig wird. Solange sie das nicht geschafft haben, werden diese Batterien nicht überall zu finden sein. Und dann ist da noch das Problem der Abnutzung und des Verschleißes. Diese Batterien enthalten eine Menge Energie, aber sie halten nicht immer ewig. Jedes Mal, wenn Sie sie aufladen und benutzen, können sich winzige Risse in den festen Elektrolyten einschleichen. Mit der Zeit beeinträchtigen diese Risse die Funktionsfähigkeit der Batterie und verlangsamen sie. Die Forscher sind auf der Suche nach härteren Materialien, die den Rissen standhalten, ohne zu brechen. Oh, und noch eine technische Schwierigkeit, der Innenwiderstand. Im Gegensatz zu flüssigen Elektrolyten, die reibungslos fließen, können feste Elektrolyte Schwierigkeiten haben, sich perfekt mit den anderen Teilen der Batterie, wie den Elektroden, zu verbinden. Das kann dazu führen, dass die Energie langsamer und weniger effizient fließt. Es ist wie ein Stau im Inneren der Batterie. Wissenschaftler tüfteln an neuen Designs und Materialien, um den internen Stau in Festkörperbatterien zu beseitigen und den Energiefluss reibungsloser und schneller zu machen. Aber die Herausforderungen hören damit nicht auf. Die Temperatur ist ein weiterer heikler Punkt. Diese Batterien lieben die Hitze. Sie funktionieren am besten, wenn es warm ist. Das Problem ist, dass das im wirklichen Leben nicht so toll ist. An kalten Orten kann ihre Effizienz nachlassen, sodass man mit einer weniger zuverlässigen Batterie dasteht. Das ist ein großes Problem für Elektrofahrzeuge, auf deren Leistung sie sich bei jedem Wetter verlassen können müssen. Ingenieure arbeiten mit Hochdruck an der Entwicklung von soliden Elektrolyten und Batteriesystemen, die vom eisigen Winter bis zum heißen Sommer alles aushalten können. Oh, und hier ist ein Haken. Damit sie funktionieren, müssen bei der Produktion oft Hitze und Druck erhöht werden, was den ganzen Prozess teurer macht. Und dann ist da noch das Problem der Menschen, die alle mitmachen wollen. Experten sehen, wie großartig diese Batterien sind. Aber die normalen Leute in den Unternehmen sind noch nicht so sicher. Die hohen Kosten, die Frage nach der Zuverlässigkeit und die Unkenntnis über die Technik lassen die Menschen zögern. Unternehmen wie BYD müssen beweisen, dass sich diese Batterien lohnen. Sie müssen weniger Wartungsaufwand und erstklassige Sicherheit bieten, um die Herzen und Brieftaschen der Menschen zu gewinnen. BYDs Vision für die Zukunft. Trotz all dieser Hürden treibt BYD die Entwicklung voran und integriert Festkörperbatterien in seine großen Pläne. Wie passen diese Batterien in die Geschichte von BYD? Gehen wir der Sache auf den Grund. Wie Festkörperbatterien BYDs Erbe der Innovation stärken. Bei BYD geht es darum, die Dinge aufzurütteln. Das Unternehmen lässt sich immer wieder etwas einfallen, um bessere Produkte herzustellen, dem Planeten zu helfen und jedem die neueste Technologie zugänglich zu machen. Die Festkörperbatterien sind ihr neuester Superstar. Ein entscheidender Schritt, der BYD zu einem führenden Unternehmen im Bereich umweltfreundlicher Transport und Energie machen könnte. Ein großer Pluspunkt dieser Batterien ist die Sicherheit. In der Welt der Batterien und E-Fahrzeuge ist die Sicherheit ein heißes Thema. Normale Lithium-Ionen-Batterien, die überall eingesetzt werden, können überhitzen oder sogar Feuer fangen. Beängstigende Sache. BYD hat dieses Problem bereits mit seiner Blade-Batterie in Angriff genommen, die das Brandrisiko verringert. Jetzt legen sie mit Festkörperbatterien noch einen drauf. Indem sie die riskanten flüssigen Elektrolyte durch feste Elektrolyte ersetzt haben, verhindern sie Kurzschlüsse und Kernschmelzen. Die Sicherheit hat gerade ein großes Upgrade erfahren.
Diese Festkörperbatterien sind für Elektrofahrzeuge ein absolutes Novum. Vor allem, wenn es um die Sicherheit geht, die Autofahrern und Regulierungsbehörden sehr am Herzen liegt. Und, wie wir bereits erwähnt haben, bringen sie viel mehr Energie auf den gleichen Raum. Bei BD dreht sich alles um intelligente, effiziente Energie, und diese Batterien passen perfekt zu diesem Motto. Im Vergleich zu herkömmlichen Batterien können sie mehr Saft speichern, ohne zusätzlichen Platz zu beanspruchen. Stellen Sie sich das vor. Einige dieser Batterien könnten die Reichweite von Elektrofahrzeugen auf über 600 Meilen erhöhen. Das ist ein gewaltiger Sprung im Vergleich zu dem, was Lithium-Ionen-Batterien heute leisten können. BYD setzt auf diese Technologie, um die Reichweitenangst zu bekämpfen. Die Sorge, dass auf einer langen Fahrt der Strom ausgeht. Mit größeren Reichweiten werden E-Autos machbarer und aufregender, was mehr Menschen dazu bringt, ihre Benzinautos gegen Elektroautos einzutauschen. Und wissen Sie was? BYD ist führend. Keiner produziert mehr als sie. Ich nehme an, dass Biden hier ein Tippfehler für BYD war. Aber es gibt noch mehr. Diese Batterien haben nicht nur eine höhere Reichweite. Sie lassen sich auch schneller aufladen. Derzeit kann das Aufladen eines Elektroautos Stunden dauern, was sehr lästig ist. Mit Festkörperbatterien könnten sie jedoch in nur 10 Minuten vollständig aufgeladen sein. Fast so schnell wie ein Benzintank. BYD will den Fahrern das Leben leichter machen. Und diese Technologie beseitigt einen der Hauptgründe, warum Menschen zögern, auf ein Elektroauto umzusteigen. Außerdem tragen diese Batterien dazu bei, dass BYD seine grüne Ader nicht verliert. Nachhaltigkeit ist das Herzstück des Unternehmens. Und die Festkörperbatterien passen genau dazu. Sie sind effizienter und halten länger, so dass man sie nicht so oft herstellen oder ersetzen muss. Außerdem könnten sie die Verwendung von Materialien wie Kobalt einsparen, deren Abbau für den Planeten und die Menschen gefährlich sein kann. Durch die Suche nach saubereren Alternativen verkleinert BYD seinen ökologischen Fußabdruck und zeigt der Branche, wie man umweltfreundlicher werden kann. Und hier ist der Clou. Diese Batterien sind nicht nur für Autos geeignet. Sicher, sie sind eine große Sache für Elektroautos, aber ihre Vielseitigkeit öffnet Türen weit darüber hinaus. BYD ist nicht nur ein Meister im Bereich der Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen ist auch im Bereich der erneuerbaren Energien eine große Nummer. Diese Festkörperbatterien können Strom aus Sonnenkollektoren und Windturbinen viel effizienter speichern. Und das ist noch lange nicht alles. Denken Sie an Drohnen, Smartphones und sogar medizinische Geräte. BYD baut diese Technologie in alle möglichen coolen Dinge ein. Durch die Verbreitung dieser Technologie in verschiedenen Branchen gestaltet BYD die Zukunft der Energie in großem Stil. Diese Batterien helfen BYD auch dabei, den weltweiten Druck zur Reduzierung der Kohlenstoffemissionen zu bewältigen. Wenn die Regierungen gegen die Umweltverschmutzung vorgehen, müssen die Autohersteller mitziehen. BYD war schon immer einen Schritt voraus. Und mit Festkörperbatterien erfüllen sie nicht nur die Vorschriften, sondern übertreffen sie sogar. Ihre Fahrzeuge werden effizienter, zuverlässiger und umweltfreundlicher und helfen den Ländern bei der Umstellung auf sauberere Energiequellen. Das ist der große Traum von BYD, eine grünere Welt durch geniale Technik. Außerdem beweist BYD mit der Markteinführung dieser Batterien, dass es ein absoluter Trendsetter ist. Als eines der ersten großen Unternehmen, das auf dieses Thema aufgesprungen ist, zeigt es allen anderen, wie es geht. Andere Unternehmen schauen sich bei BYD nach Ideen um. Und wenn sich diese Batterien durchsetzen, könnte die gesamte Branche ihrem Beispiel folgen. Sie geben das Tempo vor. Wenn man sich all diese wilden Veränderungen in der Autowelt ansieht, steht uns definitiv eine aufregende Fahrt bevor. Herkömmliche Motoren und Elektrofahrzeuge sind beide auf dem Vormarsch. Jeder mit seinen eigenen Vorteilen. Einige sagen, dass diese schicken neuen Motoren eines Tages sogar die Elektroautos in den Schatten stellen könnten, indem sie Komfort der alten Schule mit umweltfreundlichen Eigenschaften verbinden. Andere wiederum sehen in Elektroautos die Zukunft. Schalten wir nun einen Gang höher. Xpeng Motors hat gerade Geschichte geschrieben. Fliegende Autos. Ja, es gibt sie jetzt wirklich. Etwas, das direkt aus einem Science-Fiction-Film stammt, gibt es jetzt tatsächlich. Dank China. Sie haben das erste fliegende Auto der Welt auf den Markt gebracht. Das ist nicht nur eine verrückte Idee, sondern eine wirklich funktionierende Maschine. Wie cool ist das denn? Daran wird schon seit über einem Jahrzehnt gearbeitet. Wie sich herausstellt, ist der Traum sogar noch älter, als wir dachten. Lassen Sie das eine Sekunde lang auf sich wirken. Dies ist nicht einfach nur ein weiteres Auto oder ein cooles Gadget.
Wir stehen an der Schwelle zu etwas Großem, das die Art und Weise, wie wir uns fortbewegen, leben und sogar über das Reisen nachdenken, völlig verändern wird. Und in China geht es gerade erst los. Warum ist das so eine große Sache? Überlegen Sie doch mal. Wir alle standen schon einmal im Stau, haben Stunden damit verschwendet, durch ein System zu kriechen, das sich seit Ewigkeiten kaum bewegt hat. Die Straßen sind verstopft, die Städte wuchern, und wir verbringen viel zu viel Zeit mit dem Versuch, irgendwo hinzukommen. Aber stellen Sie sich vor, Sie könnten abheben, sich über das Chaos erheben und mühelos an Ihr Ziel kommen. Das ist die Magie von Chinas neuem fliegenden Auto. Es ist dabei, alles auf den Kopf zu stellen. Wer ist also das Genie hinter diesem wilden Sprung? Bevor wir das atemberaubende fliegende Auto selbst enthüllen, wollen wir XPeng Motors näher kennenlernen und erfahren, wie sie den XPeng X2 zum Leben erweckt haben. XPeng Motors, führend bei IV-Innovationen. XPeng Motors ist dabei, die Welt des Transportwesens gründlich aufzurütteln. Sie haben den X2 entwickelt. Ein batteriebetriebenes Fluggerät namens eVTOL, das aufrecht starten und landen kann. Keine Landebahn erforderlich. Bei XPeng geht es darum, mit Elektrofahrzeugen und superschlauer Technologie neue Grenzen zu setzen. Sie sind führend auf dem Weg in eine sauberere, intelligentere Zukunft. Technik ist ihre Superkraft. XPeng stattet seine Fahrzeuge mit den neuesten Innovationen aus und hebt sich damit in der überfüllten E-Fahrzeugszene ab. Das Unternehmen wurde 2014 in Guangzhou, China, von He Xiaoping, einem hohen Tier bei Alibaba, und Henry Xia, einem Spitzenmann der GAC Group, sowie einer Gruppe von technikbegeisterten Unternehmern gegründet. Ihr Ziel? Elektrofahrzeuge zu bauen, die den Planeten schonen und mit modernster Technik ausgestattet sind. Mit ihrem technischen Know-how und ihrer Liebe zu Autos haben sich die Gründer von XPeng vorgenommen, die Autowelt aufzumischen. Und Junge, das haben sie geschafft. Unter ihrer mutigen Führung ist XPeng Motors ins Rampenlicht gerückt. Nicht nur als großer Name im Bereich der Elektroautos, sondern jetzt auch als Vorreiter im Bereich der fliegenden Autos. Es geht nicht nur darum, Autos zu bauen, sondern auch darum, eine völlig neue Art der Fortbewegung zu erfinden. Die Chefs von XPeng gehen immer an die Grenzen, tauchen in neue Technologien ein und schütteln die Dinge durch, um uns atemberaubende Dinge wie den XPeng X2 zu präsentieren. Vom ersten Tag an wollte XPeng Elektrofahrzeuge bauen, die es mit benzinbetriebenen Autos aufnehmen können und viele Fahrer überzeugen. Ihr Geheimrezept: Sie kombinieren umweltfreundliches Design mit großartiger Mobilität. Ihre Fahrzeuge zeichnen sich durch ein ausgeklügeltes Design, erstklassige Leistung und eine Technologie aus, die sich wie die Zukunft anfühlt. Was XPeng so besonders macht, ist seine Besessenheit von modernster Technologie. Sie stecken tonnenweise Energie in die Forschung und Entwicklung, um ihre Fahrzeuge an der Spitze des Feldes zu halten. Im Jahr 2018 brachten sie ihren ersten großen Hit auf den Markt, den XPeng G3. Ein smartes Elektro-SUV. Er war mit einem riesigen Touchscreen, Fahrerassistenzfunktionen und sogar mit Updates ausgestattet, die direkt ins Auto beamen. Kein Mechaniker nötig. Er war der Beweis dafür, dass Elektroautos praktisch sein und Spaß machen können. Als XPeng anfing, die Köpfe zu verdrehen, hörten sie nicht auf damit. Als nächstes war der XPeng P7 an der Reihe. Eine elegante elektrische Limousine, die ihren Ruf als IV-Champion untermauerte. Ihre Autos sind mit allem Schnickschnack ausgestattet. Mit selbstfahrenden, intelligenten Autos, einfacher Navigation und riesigen digitalen Bildschirmen. Und das Coolste daran, die autonomen Fahrfunktionen des P7, der sich praktisch selbst fährt, keine Frage. XPeng ist führend in Sachen Selbstfahrtechnik. Ihre Fahrzeuge verfügen über ausgeklügelte Fahrerassistenzsysteme wie adaptive Geschwindigkeitsregelung, Spurhaltehilfe und Notbremsung, die bei Bedarf einsetzen. Mit Hilfe von Kameras, Sensoren und einigen ernsthaften AI helfen diese Autos Ihnen, sicherer und reibungsloser über die Straße zu rollen. Außerdem erhalten Sie Over-the-Air-Updates. Stellen Sie sich vor, dass Ihr Handy nach dem Kauf immer besser wird. Neue Funktionen und Upgrades. Einfach so. Als XPeng weiter wuchs, blieben sie nicht in China stehen. Sie machen jetzt überall auf der Welt von sich reden. XPeng Motors ist nicht mehr nur in China ansässig. Sie erobern die ganze Welt. Das Unternehmen hat sich in Europa und den Vereinigten Staaten niedergelassen und zeigt damit, dass es ihm ernst damit ist, ein globales EV-Kraftpaket zu werden. Ihr Spielplan?
tolle Produkte zu entwickeln, die die Leute wirklich wollen. Aus diesem Grund haben sie das P7 und das G9 auf den Markt gebracht. Äußerst wettbewerbsfähige Fahrzeuge, von denen sie glauben, dass die Europäer sie lieben werden. Und das ist noch nicht alles. Nächstes Jahr planen sie, noch neuere, hochmoderne Produkte für europäische Fahrer auf den Markt zu bringen. Im Jahr 2020 hat XPeng mit dem G3 SUV in Norwegen den Anfang in Europa gemacht. Seitdem hat sich das Unternehmen immer weiter ausgebreitet und seine eleganten Elektrofahrzeuge in immer mehr Länder gebracht. Aber sie sind noch nicht fertig mit ihren großen Träumen. Sie haben auch die USA im Visier. Es auch. Der Markteintritt in Amerika ist ein großer Schritt auf dem Weg zu ihrem Ziel, global zu werden. Jetzt ist der Moment gekommen, auf den sie gewartet haben. XPengs Vision für die Zukunft des Verkehrs. XPeng Motors hat nicht nur fantastische Elektroautos, sondern auch fliegende Autos im Programm. Und zwar mit ihrem Ableger XPeng Aero. Dieses Team hat sich ganz der Hochtechnologie verschrieben und uns mit dem XPeng X2 ein echtes Flugauto geliefert. Ihr Ziel, etwas zu bauen, das so einfach ist wie Autofahren, aber mit dem man fliegen kann, wann immer man will. Der XPeng X2 setzt neue Maßstäbe mit verrückten Funktionen wie elektrischem Antrieb, selbstfliegenden Intelligenzen und eleganter Aerodynamik. Das ist ein gewaltiger Sprung für die Fortbewegung. Und XPeng Aero setzt die Messlatte in der Welt der fliegenden Autos sehr hoch an. Ja, dieses Ding saust durch die Luft. Es ist buchstäblich ein Auto mit Flügeln. Mit Blick auf die Zukunft geht es bei XPeng vor allem darum, den Innovationszug am Rollen zu halten. Mit ihrem Fokus auf Technologie, Umweltfreundlichkeit und Globalisierung sind sie in der Lage, die Art und Weise, wie wir morgen reisen werden, zu gestalten. Durch die Zusammenarbeit mit Technologieexperten, Forschern und Branchenprofis ist XPeng der Zeit immer einen Schritt voraus und treibt die Zukunft voran, auf der Straße und in der Luft. XPeng arbeitet mit allen möglichen schlauen Leuten, Technologieunternehmen und Forschern zusammen, um coole neue Sachen zu entwickeln, wie zum Beispiel das XPeng X2 Flugauto. Aber was ist dieser XPeng X2 und wie funktioniert er eigentlich? Schnallen Sie sich an, denn wir werden ihn aufschlüsseln und Ihnen zeigen, warum er das Verkehrswesen auf den Kopf stellen wird. Willkommen in der Ära der fliegenden Autos. Der XPeng X2 ist ein superschönes Hightech-Fahrzeug, als hätten ein Auto und ein Flugzeug ein Baby bekommen. Es fährt auf der Straße wie jedes andere Auto, aber dann, BAM, kann es direkt in die Luft abheben und über alle Staus hinwegschweben. Dies ist nicht nur eine verrückte Idee oder ein Testmodell, es ist ein echtes, funktionierendes fliegendes Auto, das weltweit für Aufsehen sorgt. Der von XPeng Aero, einem Unternehmen der XPeng Motors Familie, gebaute X2 ist ein großer Sprung nach vorn, sowohl in der Auto- als auch in der Flugtechnik. Wie sieht er aus? Der X2 ist etwa 17 Fuß lang, 16 Fuß breit und 4,5 Fuß hoch. Er wiegt etwa 1500 Pfund und kann bis zu 350 Pfund zusätzlich tragen. Mit seiner geringen Größe und seinem raffinierten Design ähnelt er eher einer Hightech-Drohne als einem typischen Auto, ist aber viel cooler. Der XPeng X2 ist nicht nur ein lustiges Spielzeug, er ist ein Vorgeschmack darauf, wie wir uns in Zukunft fortbewegen könnten. Auf dem Boden ist es ein geschmeidiges, elegantes Auto, das mit Leichtigkeit durch die Straßen der Stadt und über Autobahnen fährt. Seine Räder sind für alle Arten von Straßen geeignet und sorgen für eine bequeme Fahrt. Bei XPeng dreht sich alles um emissionsfreies Reisen, um die Umweltverschmutzung zu reduzieren. Und dies ist eine großartige Möglichkeit, dies zu erreichen. Aber hier wird es wild. Wenn Sie bereit zum Fliegen sind, drücken Sie einfach einen Knopf oder lassen Sie das intelligente System die Kontrolle übernehmen. Der X2 ist nicht einfach nur ein Auto. Er ist eine futuristische Flugmaschine, die sich dem Verkehr entzieht und mit Leichtigkeit in die Lüfte steigt. Mit einem schnellen Handgriff werden die Propeller ausgefahren. Und schon hebt er senkrecht ab. Keine Landebahn, kein Ärger, nur pur Freiheit. Stellen Sie sich vor, dass Sie den Stau hinter sich lassen und über dem Chaos unter Ihnen schweben. Das Besondere am X2 ist, dass er nicht einfach nur ein Auto mit aufgesetzten Flügeln ist, sondern ein echter Hybrid aus Straßen- und Luftverkehr, der nahtlos zwischen den Modi wechselt wie ein Superheld, der sich für den Einsatz rüstet. Seine VTOL-Technologie bedeutet, dass Sie überall abheben und landen können, ohne lange Landebahnen zu benötigen. Wenn Sie einsteigen, wird es noch besser,
Die Kabine ist sowohl auf Stil als auch auf Komfort ausgelegt, mit bequemen Sitzen und einem intuitiven Steuerungssystem, das das Fahren oder Fliegen mühelos macht. Und er sieht nicht nur elegant aus, sondern ist auch mit modernsten Materialien ausgestattet, die die Leistung und Haltbarkeit erhöhen. Die Zukunft des Transports ist da. Und der X2 zeigt den Weg. Was denken Sie? Werden fliegende Autos endlich Realität? Lassen Sie es uns in den Kommentaren wissen. Und vergessen Sie nicht, das Video zu liken, zu teilen und zu abonnieren, um mehr verblüffende Technik zu sehen. Schauen Sie sich das nächste Video auf Ihrem Bildschirm an. Sie werden es nicht verpassen wollen.